So viel zu, wir fahren jetzt. Der Motor startet nicht. Der Autopilot hat jetzt keine 10 Minuten durchgehalten und dann hat er sich wieder blockiert. Wenn der Wind dreht, dann fahren wir mit dem Winddreher wieder zurück. Ablegemanöver geht gleich los. Marions Schuhe dürfen noch weg. Meine Tauchausrüstung darf, glaube ich, auch noch weg. Also wir sind fast vorbereitet. Wir liegen in Fotzi und wir legen gleich ab. Wir sind mit Buganker und Heckleinen fest und wir haben den Wind von da, also Steuerbord Vorlicht. Das heißt, sobald wir die Achterleinen lösen, werden wir so rumschwingen. Und da hinter uns lagen heute Morgen noch 3 Yachten, die sind alle weg, deswegen ist das recht entspannt. Und ja, freue mich, dass es weitergeht. Dann räume ich jetzt mal meine Tauchsachen auch noch weg. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es. So viel zu, wir fahren jetzt. Wir haben uns alles soweit vorbereitet, haben auch die erste Heckleine schon gelöst, aber da sitzt er. Der Motor startet nicht. Ja, der tut gar nichts. Also irgendwas mit der Elektrik, der Anlasser dreht nicht mal, der klickt nicht mal. Ich brauche mal die Stirnlampe. Kannst du mir die geben? Ja. Liegt, glaube ich, auf dem Tisch in der Ladung gerade. Ich frage jetzt noch mal irgendwas beim Autopiloten. Nicht, dass ich wüsste. Da bin ich eigentlich gar nicht dorthin gekommen. Also es ist naheliegend, da gebe ich dir schon recht, aber... Batterie ist aber voll. Also 12,65 Volt, das reicht. Gut. Das habe ich als erstes gemessen. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ey. Will jemand ein Boot kaufen? Ich hatte ja schon mal ein Notkabel, was direkt auf den Magnetschalter geht und mit dem anderen dann auf den Plus vom Batteriepol. Das mache ich jetzt, sonst kommen wir gar nicht weg. Den Fehler muss ich irgendwann in Ruhe suchen. Das kann irgendwo sein. Zündschalter, Magnetschalter, egal was. Irgendwas dazwischen. Ich weiß nur im Moment nicht, welcher Anschluss das war. Da muss ich nochmal gucken. Bleib mal drauf. So, jetzt Stunde der Wahrheit.
Der Autopilot hat jetzt keine 10 Minuten durchgehalten und dann hat er sich wieder blockiert. Und so wie es aussieht, werden wir wohl die Strecke weitestgehend selber steuern müssen. Ja, nützt ja nichts, ne? Sind ja nur 60 Meilen. Wir machen auch gerade schnelle Fahrt. Also gerade haben wir 7 Knoten gehabt, jetzt haben wir 6,1. Wir machen, also hier sind überall Buchten, das heißt, da pfeift immer der Wind raus und dann, wenn das Kap wieder rauswandert, dann haben wir wieder weniger Wind. Wir fahren jetzt erstmal halben Wind bis Ende Alonyssos und dann geradeaus weiter, weil irgendwann später dreht der Wind und dann können wir praktisch auch wieder mit halbem Wind Richtung Chalkidiki hochfahren. Und zum Autopilot, da habe ich gestern mich intensiv damit nochmal beschäftigt. Ich habe den Kurscomputer auseinandergenommen und habe 2 dunkle Stellen entdeckt. Da sind offensichtlich zu hohe Ströme geflossen. Also da ist irgendwas, also die Lötstellen sind wohl ein bisschen rissig und da, wo dunkle Stellen sind, ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich kenne mich mit Elektronik nicht aus, aber das ist die visuelle Prüfung mit Unterstützung von ChatGPT. Das heißt, der ist wahrscheinlich verbrannt, der Autopilot, und vermutlich aufgrund von schwergängiger Lenkung. Und das ist also beides etwas, was wir jetzt nicht beheben können, weil wir die Ersatzteile nicht haben. Ich habe dazu ein Technikvideo gemacht. Wer übrigens mehr wissen will über den Autopiloten und wie ich ChatGPT zur Hilfe genommen habe, der kann gerne auf dem Hafenkino Technik-Kanal vorbeischauen. Da geht es eigentlich nur um Schraubereien und um Tüfteleien und irgendwelche Upgrades, die hier einfach den Rahmen sprengen würden. Also schau da gerne rein, Hafenkino Technik, freuen wir uns drauf. Der Autopilot nochmal. Ich habe mal in irgendeinem Forum gelesen, es gibt eine Firma in Norddeutschland, ich glaube einen Ein-Mann-Laden, die sowas reparieren können. Wer das weiß, bitte schreibt es in die Kommentare, oder wer sonst jemand weiß, der einen alten Autohelm ST6000 Marine reparieren kann. Da wäre ich dankbar drum. Das geht ein bisschen darum, an der Platine zu löten und ein paar Bauteile auszutauschen. Also ich kann es weder messen noch irgendwie bestimmen. Also ein Spezialist wäre ganz gut, der sich damit auskennt. Oder ein versierter Hobby-Elektroniker. Jetzt fast an Alonyssos vorbei. Hier ist ganz schön was los. Der Naturpark Sporaden, nördliche Sporaden, scheint recht beliebt zu sein. Unser Motor startet wieder, da kann Christoph gleich was dazu sagen. Nee, lieber nicht. Aber der ist jetzt gerade hochkonzentriert, weil uns kommt da gerade einer entgegen. Nö, ich bin nicht konzentriert. Du siehst aber so aus. Also ich sehe vor allem doof aus mit der Brille. Ja, der Motor, ja, blöd. Ich habe ja gestern am Autopilot rumgefummelt und bin dabei an den Schalter gekommen, den habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Ja, aber ist auch schön, jetzt habe ich dieses Notkabel im Motorraum deponiert. Wer weiß, wann ich es wieder brauche. Ja, wir kreuzen hier raus. Wir haben jetzt schon Böen bis 19 Knoten gehabt, deswegen sind wir auch ziemlich stark gerefft. Und wie Marion schon sagte, hier muss man höllisch aufpassen. Hier kommen einem eine Charterjacht nach der anderen entgegen. Das erkennt man immer ganz gut, weil die kein AES-Signale haben. Und ja, und weil die teilweise dann, wenn es enger wird, komische Manöver fahren, einem auf einmal in den Weg reinfahren oder wenn sie Kurs halten sollten, auf einen zuheizen oder irgendwie sowas. Da ist echt Abstand halten angesagt. Und wenn wir jetzt hier durch diese Düse durch sind, dann können wir Kurs setzen. Und eigentlich sollten wir nur 8 bis 12 Knoten Wind haben, aber wir haben jetzt die ganze Zeit schon immer so 12 bis 15 Knoten. Und ich steuere jetzt von Hand, weil also der Autopilot hat bisher durchgehalten tatsächlich. Vielleicht hat es ja doch was geholfen, was ich gestern gemacht habe. Nee, der ist doch bei mir einmal ausgestiegen. Ja, bei dir. Ja, keine Ahnung warum. Das macht er ja hin und wieder. Aber jetzt hat er die ganze Zeit brav gesteuert, bestimmt 2 Stunden oder so. Und wir haben ihn 10-mal an- und ausgeschaltet. Ja,
Also im Moment bin ich guter Dinge. Wir haben es nicht so irre weit, aber wir werden einen lustigen Kurs heute fahren. So, Autopilot an. Das ist unsere Kurslinie. Also wir wollen ja da oben hin. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind ja hier in der Düse gerade zwischen diesen Inseln. So. Und da will ich gerade vorbei. Ich wollte hier nicht durchfahren, weil da habe ich immer wieder Windabdeckung. Und dann wollen wir aber eigentlich erst nach Osten fahren, weil der Wind kommt die ganze Zeit so und dreht dann so. Das heißt, der Gedanke ist, wir fahren so weit nach Osten, wie es irgendwie geht. Und dann, wenn der Wind dreht, dann fahren wir mit dem Winddreher wieder zurück. Das war jetzt ein, finde ich, wildes Hausgekreuzer. Außenrum wären wir vielleicht doch schneller gewesen, auch wenn es länger gewesen wäre. Kannst ja mal unsere Kurslinie von eben zeigen. Ja, mache ich gerne. Da die gelbe Linie ist das, was wir tatsächlich gefahren sind. Wir bashen weder Charterer noch Motorbootfahrer. Das geht jeweils immer auf eine bestimmte Kategorie dieser Nutzergruppe. Und ich glaube, viele von uns werden dem auch zustimmen. Also es gibt garantiert auch Charterer, die total gut und vernünftig und ordentlich fahren und ankern und so weiter und so fort. Es gibt nur, wie gesagt, einige, die da sehr unbedarft sind in dem, was sie tun, was wir gestern Abend live auch mal wieder an unserem Platz erleben durften, weil die waren wirklich, also die haben sie wirklich selten dämlich angestellt, im wahrsten Sinne des Wortes, wollten aber auch keine Hilfe haben. Wir hätten ihnen gerne geholfen, aber das haben sie ja, abgelehnt. Und das war keine Rechtfertigung, wir sollen uns ja nicht rechtfertigen, ne? Genau. Wotze gefällt uns gut, gar keine Frage. Nach ein paar Tagen öffnet sich ein Wetterfenster, das zu gut ist, um es verstreichen zu lassen. Und wir wissen, solche Gelegenheiten sind selten. Eigentlich wollten wir mehr von den Sporaden sehen. Doch die Hauptsaison rückt näher, es wird von Tag zu Tag voller. Also lösen wir die Hecklein, lichten den Anker und machen uns auf den Weg nach Khalkidiki. Ein Ziel, das schon lange auf meiner Wunschliste steht. Dass ich mit dem eigenen Boot hierher kommen würde, das hätte ich mir nie vorstellen können. Die Region ist ruhig, wenig Charterverkehr, genau das, was wir jetzt brauchen. Wir sind entspannt, wir freuen uns und die Sporaden, die laufen ja nicht weg. Man muss ja immer noch etwas übrig lassen, damit man wieder zurückkommen kann. Wir haben jetzt etwa 30 Meilen hinter uns und Marian hat sich gerade hingelegt. Es ist abends so 6 Uhr und hinter mir ist die letzte Sporadeninsel und wir haben jetzt schon fast Kurs nach Khalkidiki hoch. Wir fahren ein bisschen Richtung Osten und wenn der Wind dreht, dann drehen wir auch ab. Ansonsten ist es relativ ruhig. Ich habe beide Angelleinen draußen in der Hoffnung, dass ich mal wieder Fisch fange. Ich habe schon lange nichts mehr gefangen. Wir haben ein bisschen blöde Welle von vorne, die bremst uns ziemlich und wir haben nicht arg viel Wind. Wir haben 8 Knoten, aber es geht. Also wir haben jetzt im Moment 4,1 Knoten. Nur hin und wieder schlägt halt das Boot oder taucht das Boot ein und dann wird es halt deutlich runtergebremst. Aber 4 Knoten ist okay, kann man sich jetzt nicht beschweren. Wir fahren hoch am Wind und werden dann irgendwie mitten in der Nacht oder im frühen Morgen dann in Khalkidiki ankommen. Ansonsten, wie es halt so ist an Bord, ne? Man wird so ein bisschen träge, hat auf nichts so richtig Lust, außer auf Essen. Essen und Trinken geht immer. Und guckt auf den Horizont, auf das Meer und auf die vorbeiziehenden Inseln und genießt, dass man hier ist.
Mitten in der Nacht ist es, schon 2 Uhr und ja, Marion und ich waren gemeinsam bis um 11 wach. Jetzt hat sie sich hingelegt. Ich bin auf meiner Nachtwache. Wir haben jetzt nicht mehr weit bis nach Khalkidiki. Das sind noch ja, eine Stunde, 4-5 Meilen etwa. Und werden dann dort eine ruhige Bucht anlaufen. Hinter mir ist gerade der Mond aufgegangen, ganz rot und halb aus dem Meer. Das sieht immer sehr eigenartig aus, weil da wird es immer erst ein bisschen heller an der Stelle. Man fragt sich immer, was das ist, bis man dann rot den Mond aufgehen sieht. Riesig groß zuerst. Vor uns wächst aus dem dunkelgrauen Hintergrund die Küstenlinie wie so Kamelrücken raus. Da fahre ich jetzt drauf zu. Wir haben dann hier eine Bucht, die relativ geschützt sein sollte, werden uns dann erstmal ausschlafen und dann morgen aufwachen, uns umgucken und die neue Welt entdecken, die für die nächsten paar Wochen unser Zuhause sein werden. Es war übrigens eine ganz gute, angenehme Fahrt. Die ersten Stunden, das gegen Ankreuzen war teilweise sehr anstrengend. Wir hatten da Düsen zwischen den Inseln. Das war schon sportlich, aber gut segelbar. Und sobald wir die Sporaden, die letzte Insel dann verlassen hatten, hatten wir auch relativ stabilen Wind. Wir sind dann weiter nach Nordosten gesegelt, so wie ich es auch geplant hatte. Hatten aber dann festgestellt zwischendrin, dass wir früher schon nördlicher fahren konnten, also früher schon unseren endgültigen Kurs stecken konnten. Und der Wind hat dann tatsächlich gedreht. Die Strategie ist aufgegangen, die ich mir zurechtgelegt hatte. Wir konnten dann mit dem Wind praktisch wieder so halb zurücksegeln. Und mit dem Wind, der ist jetzt fast eingeschlafen, wir fahren nur noch 2,5 Knoten oder sowas. Damit fahren wir jetzt auf die Küste zu. Das war eine gute Entscheidung, weil dadurch hatten wir jetzt die ganze Zeit Wind bis jetzt. Auch wenn es jetzt nur noch langsam vorangeht, aber wir haben es ja auch nicht eilig. Und dann werden wir ungefähr in einer Stunde, das wird dann 3, halb 4 sein, werden wir unsere Bucht erreichen. Wir werden zwar nicht sehen, wenn wir dort einfahren. Und wahrscheinlich gibt es nicht mal an der Küste irgendwelches Licht. Wir werden nur nach dem Plotter dann navigieren. Wir haben eine App, Navili heißt die, da kann man nachgucken, wie die Ankerbuchten sind, was für eine Grundbeschaffenheit die haben. Und diese Ankerbucht hat nur Sand, also keine Felsen, kein Unterwasserbewuchs und auch nichts, auf was man achten müsste. Und deswegen habe ich die Bucht ausgesucht, auch weil sie geschützt ist. Und da werden wir dann heute Nacht in der absoluten Dunkelheit Anker werfen und morgen früh in einer komplett neuen Welt aufwachen. Erst kurz vor der Ankerbucht holen wir die Segel ein. In der Nacht fällt der Anker, wir vergraben ihn tief im Sand. Glücklich, müde und angekommen. Am nächsten Morgen wachen wir auf in einer stillen, geschützten Bucht. Sonnig, klar, einfach schön. Doch dieser Moment bleibt nicht lang. Mehr dazu nächste Woche.